Guten Morgen, heute mal wieder alles für den Hund. Und zwar unsere Reling. Wir hatten bei den Hunden das Problem, dass unsere Seile von Loki vor allem minimal zerstört wurden und wir deswegen keine Sicherung mehr hatten. Deswegen haben wir dieses Tau eingezogen und dauerhaft ist das einfach keine Lösung. Und deswegen haben wir uns jetzt Edelstahlstangen geholt und diese Edelstahlstangen, die werden wir hier oben drauf setzen. Wir haben außerdem noch, die sieht man jetzt hier nicht, Edelstahlstäbe. Die Edelstahlstäbe kommen hier durch. Die kommen hier durch und dann wird alles entsprechend hingebogen und dann haben die Hunde eine Absturzsicherung. Und dann haben wir noch für den Hundebereich hier hinten haben wir auch noch eine andere Lösung vor, dass wir hier ein richtiges Gehege bauen für die Hunde mit einer Tür für den Ausstieg. So, das ist unser heutiges Projekt. Wir haben die Edelstahlrohre auf die Relingspfosten gelegt und mit der Flex in Form gebracht und gekürzt. Mit Tape haben wir das Edelstahlrohr fixiert. Hallo Ralf, was hast du denn da? Verlängerung. Stecken wir rein. Und dann schieben wir dieses Stück Stahl hier drauf und verlängern die Stange damit. Fertig. Erst einmal wurde alles ausgerichtet und angepunktet und dann fertig geschweißt. Backbord haben wir alle Seile entfernt, die Edelstahlstangen durchgeschoben und deren Ende festgeschweißt. Dann haben wir auch hier das Edelstahlrohr auf den Relingspfosten ausgerichtet, fixiert und schließlich festgeschweißt. Die zweite Edelstahlstange haben wir vor dem Einbau zusammengeschweißt und erst dann eingebaut. Dies war deutlich einfacher als an Bord zu schweißen. So musste die Stange nur noch auf die passende Länge gekürzt und angeschweißt werden. Und fertig war unsere neue hundesichere Reling.